Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Wir sind am Strand, wir sind am Ozean. Liebe Grüße aus Byron Bay. Wir sind ein bisschen weiter nördlich, also wir sind Richtung Norden aus Sydney weitergefahren und verbringen jetzt hier ein paar Tage in Byron Bay. Das ist an der Grenze mit dem anderen oder mit dem nächsten Bundesland. Hier in diesem Video möchte ich euch einfach mitnehmen. Ich möchte, dass ihr einfach diese Ruhe, diese Entspannung in Australien spürt. Mal schauen, wie viel ich schaffe zu filmen, aber alles, was wir hier machen, zeige ich euch. Ich nehme euch mit. Wir haben auch eine Drohne dabei und wir werden hier fliegen und ein bisschen uns die Stadt von oben anschauen. Außerdem habe ich für euch ganz viele Sätze bzw. Ausdrücke vorbereitet, die euch helfen, noch abwechslungsreicher auf Deutsch zu sprechen. Also genießt dieses Video. Denkt unbedingt daran, uns einen Daumen nach oben zu geben. Immerhin arbeiten wir auf Reisen. Und abonniert meinen YouTube-Kanal und genießt dieses wunderschöne Land mit uns. Sie spricht mich bestimmt gleich an. Okay, wenn sie mich anspricht, kann sie das aufnehmen? Hi guys, we're with the local news, just like asking people kind of what they're doing Sure. for the weekend. Do you want to have a chat with us? Yeah. Can we grab both of you? I probably will film because you will be on a pretty big YouTube channel. Talk to us about what brings you to Byron today. We are traveling from Germany and just exploring. And why did you pick Byron? Did you hear maybe good things about it? Yes, we heard a lot about Byron Bay in general, that the area is a bit more quiet than Gold Coast. Therefore, we were like, okay, let's stop by. We were traveling from Sydney up to Blue Mountains and then Hunter Valley, and then we went up to Byron Bay. And did you drive or did you kind of take you drove? Yes. Fuel is crazy at the moment. Did that just kind of change where you thought you were going to go, or you were just like, nope, it's worth it? Actually, it's cheaper than in Germany. Really? So we were like, oh, that's fine. Just we were driving at night from like 7 p.m. to 10 p.m. And at that time it was a bit more challenging because we were scared of kangaroos on the highway, you know? Like, okay, we don't want to have any accident, but in general, the road was okay. And I guess from all the towns you've been to so far, what are your thoughts? We love it here the most, just because also you have a lot of shops, you have many like nice places to eat, cafes, and the beach is amazing. And we have like really cool like kayak tours or like whale tours. Do you think you might do any of that, or you're more I would love to. We didn't check it yet, but I think we will. That was perfect. Thank you so Thanks. much. Do you mind if we grab you as well? It'll be very quick, I promise. Gestern hat es hier geregnet, deshalb haben wir nicht so viel geschafft. Wir haben gearbeitet. Tobias war noch laufen. Aber heute ist das Wetter perfekt. Heute kann man richtig gut... Gestern war besser zum Laufen. Ja, ich war heute Morgen laufen. Also es war heute Morgen auch okay. Jetzt holen wir uns, oder Tobias holt sich etwas zu essen und dann schauen wir. Genau, zum Thema Wetter habe ich auch was vorbereitet. Man kann zum Beispiel sagen, es ist sehr heiß. Und man kann sagen, es ist sehr warm. Oder du sagst, es ist ziemlich heiß oder es ist ziemlich warm. Also ziemlich ist quasi wie ein Synonym von sehr. Ziemlich heiß, ziemlich warm, sehr heiß, sehr warm. Ich habe hier eine ganze Liste mit Sachen, die ich euch erklären möchte. Aber ich will natürlich, dass das ein Reisevlog wird und kein Deutschlernen Non-Stop-Vlog. Ah, da kommt schon mein Mann. Hast du nichts bestellt? Nee, wir gehen noch weiter. Okay, wir gehen weiter.
But are these all from Australia? If you have some plates, I would love to. Okay, you have Max. Okay. Der Laden war so schön. Wollen wir da vielleicht einen Becher mitnehmen, so eine Tasse? Ja, ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach. Das ist ein guter Ausdruck. Und man könnte aber auch noch sagen, ich muss mir das in Ruhe überlegen. Ich muss mir das in Ruhe überlegen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also wir überlegen uns. Vielleicht nehmen wir die Tassen mit. Eigentlich sammle ich Teller, aber es könnte sein, dass ich einen Teller irgendwann noch kaufe und jetzt aber schon mal die Tassen. Wir gehen jetzt zum Strand. Ja. Es ist so schön hier. Ups, warte. Ich wollte mal ganz kurz zeigen, wie. Ich habe vorhin schon ein bisschen gefilmt. Unser Hotel sieht so toll aus. Mitten im Regenwald. Und endlich mal ein bisschen Regenwald, der noch da ist. Der wird ja leider weltweit sehr, sehr doll abgeholzt. Der Regenwald wird abgeholzt. Genau. Das ist übrigens ein wichtiges Verb. Die Bäume werden abgeholzt. Genau. Also quasi Geschnitten. abgesägt. Abgesägt, genau. Und dann Ja, zu wir Feuerholz oder zu Möbeln. Möbeln verarbeitet. Wir zeigen euch eine Säge hier, Kreissäge. Wir blenden das euch ein. Hier, um zum Strand zu kommen, müssen wir unsere Zimmerkarte nutzen. Hier ist ein Gate. Also wir gehen zum Strand und an diesem Strand gibt es keine Lifeguards, also keine Rettungskräfte, Rettungsschwimmer. Und wir haben gerade gelesen, dass es da Quallen gibt. Böse Quallen. Feuerquallen. Feuerquallen? Oh, sind die giftig? Die brennen. Oh. Genau, also zum Thema Regenwald wird abgeholzt. Das finde ich sehr interessant und gleichzeitig auch sehr traurig. Du kannst übrigens immer den Ausdruck benutzen, das finde ich interessant. Oder du kannst auch sagen, das finde ich echt spannend, ehrlich gesagt. Echt spannend oder sehr interessant. Oder hast du noch eine Idee als Synonym? Ich finde das spannend, ich finde das interessant. Sehr cool. Sehr cool. Der beste Ausdruck, ich finde das sehr cool. Oh mein Gott. Was denn? Wie schön ist das denn bitte? Was machst du da? Ich checke das Sydney-Video, muss Feedback geben. Das ist die Realität eines Content Creators. Die Arbeit hört nie auf. Nee, also das Video ist sehr cool geworden, aber ich muss unserer Cutterin Olga ein bisschen Feedback geben und schauen, ob sie alles richtig verstanden hat. Da war sehr viel Content in Sydney. Genau, aber ich arbeite lieber hier als in der dunklen Hotelzimmerwohnung, in dem dunklen Hotelzimmer. Das ist wie ein einsamer Strand, einfach niemand da. Ich habe euch ein entspanntes Video aus Byron Bay / Gold Coast versprochen. Also liefere ich euch ein entspanntes Video. Ich habe hier mein Buch und Wasser, ein Handtuch. Der Strand ist sehr, sehr leer. Also wir sind ein bisschen außerhalb von Byron Bay im Hotel. Und hier ist der Strand absolut leer. Das ist so schön. Wir gehen nachher noch ein bisschen spazieren, vielleicht, also abends. Vielleicht ist dann mehr los, aber jetzt halt mittags um 14 Uhr sind wir alleine. Schaut euch mal das bitte an. Wir chillen jetzt hier ein bisschen. Ich sonne mich. Ich bin so weiß wie eine deutsche Kartoffel. Ich hoffe, ich werde ein bisschen braun. Und genau, genießen wir den letzten Tag in Byron Bay. Wir haben gar nicht so viele Tage hier. Weiter geht's. Morgen fahren wir zu der Schwester von meinem Ehemann. Also heute
müssen wir noch den Strand und die Küste genießen. Wie ist es, rechts zu fahren? Ist okay. Ja. Ja. Hast du dich daran gewöhnt? Ja. Ich bin gestern auch Quatsch, nicht gestern, vorgestern. Da sind wir 9 Stunden lang Auto gefahren. Und deshalb haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Es war erstmal ein bisschen komisch und ungewohnt, aber eigentlich nach ein paar Kilometern habe ich mich dann auch daran gewöhnt. Okay, und jetzt gehen wir zum Dinner. Wir haben ein veganes Restaurant ausgesucht. Mal schauen, erstens, ob wir einen Platz bekommen und zweitens, ob das Restaurant uns überhaupt gefällt. Es ist so süß, hier in dem ganzen Ort, wo wir sind, also alle paar Meter, so ein paar 100 Meter, gibt es so ein Schild: Achtung, Koala Rescue Team unterwegs, slow down, fahr nicht zu schnell, es gibt Koalas. Und wir haben keine Koalas gesehen. Wo sind diese Koalas? Haben Sie Koalas gesehen? Nein. Hä? Gibt's nicht. Ja, ich schaue so aufmerksam. Die wollen nur, dass die Leute langsam fahren. Das wird sein. Das wird sein. Naja, vielleicht haben wir noch Glück. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Wir fahren am Ende von unserer Reise zu meiner Schwägerin, also zu der Schwester von meinem Mann. Sie hat 3 Kinder, also wir haben so Kuscheltiere für die Kinder gekauft. Die sind so süß. Koala mit Eukalyptusblättern. Süß. Und das vegane Restaurant sieht gut aus. Wir haben sogar schon bestellt. Wir sind fertig. Mit der Welt und den Nerven. Nein. Nein? Okay. Grundsätzlich, wie fandest du das Essen? Das war sehr lecker. Ja. Hat gut geschmeckt. Vor allem, ja, das letzte, was wir gegessen haben. Wir hatten, das habe ich gar nicht aufgenommen, wir hatten noch einen Kuchen. Aber Ach so, das meinte ich. Ich meinte das Gyros-Zeug. Gyros-Zeug. Ja, Gyros war lecker. Und jetzt laufen wir zum Auto. Ja. Leute, ich will das hier behalten. Einfach für uns als Erinnerung. Tobias und ich hatten heute eine Schnapsidee. Ich glaube, er ist gar nicht so glücklich, dass ich das jetzt teile. Sag mal nicht, irre? Ja, würde ich nicht machen. Würdest du nicht teilen? Nee. Warum? A few moments later. Okay, nach einer sehr kurzen Familienbesprechung habe ich entschieden, dass ich die Schnapsidee hier nicht teilen Noch werde. nicht. Noch nicht. Aber wir hatten auf jeden Fall eine. Aber bleibt gespannt. Tobi und ich haben immer sehr interessante Ideen. Ja. Vielleicht wird sich unser Leben bald verändern. An dieser Stelle ist mein Mikrofon ausgegangen. Keine Ahnung warum. Aber ich hoffe, dass ihr heute ganz viel Spaß mit uns hattet. Bitte denkt daran, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren. Und natürlich hoffe ich, dass ihr heute auch ein bisschen was gelernt habt. Bleibt dran und bleibt fleißig. Tschüss!